Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit einem neuen Fly Universe Global Top 1000 Ranking. Und wir wollen heute vor allem auf zwei Dinge achten. Erstens wird sich der Server Demian entwickelt, der koreanische Server. Das ist der in der Mitte mit den ganzen roten Zahlen. Und außerdem wollen wir natürlich gucken, wie sich so das Update ausgewirkt hat. Hat sich schon was ausgewirkt? Ja, ist schon wirklich irgendwas großartig anders? Oder kann man sagen, es ist eigentlich nicht wirklich was passiert? Das kann man auf jeden Fall nicht sagen, aber das schauen wir uns jetzt eben zusammen an. Also erstmal Server Demian. Das ist das in der, das ist der in der Mitte. Ja, Entry-Level in den Top 1000 nach ziemlich genau einem Monat, seitdem ich das letzte Video gemacht habe, also das letzte Mal das angeschaut habe, war das Entry-Level vor einem Monat 31. Jetzt ist es 40. Nach einem Monat. Und ein XP-Event. Also man kann sagen, der Server ist literally mausetot. Kann man nicht anders sagen. Also das ist der töteste Server aller Zeiten. Deswegen blenden wir den jetzt auch direkt wieder aus. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben ihn letztes Mal schon ziemlich gebasht. Das letzte Video ging eigentlich nur darum, dass wir diesen Server gebasht haben. Muss jetzt nicht jedes Mal sein. Und ja, also nach wie vor eine fragwürdige Entscheidung. Dieser Server sollte nicht existieren. Der dürfte nicht existieren. Und ganz ehrlich, ich hoffe eigentlich, dass er auch bald nicht mehr existiert. Und einfach irgendwo reingemerged wird. Und wenn sie dann schon beim Merchen sind, am besten gleich noch irgendwelche Server zusammen merchen, die auch inaktiv sind. Flarin, der japanische, wäre nicht schlecht. Ja, und dann wie sieht es mit den Zahlen aus? Also, im letzten Video hatten wir logischerweise sehr viele Max-Level-Spieler. Es waren mindestens 7422. Jetzt haben wir 16. Ja gut, logischerweise sind noch nicht so viele Leute auf Maximallevel. Ich finde persönlich 16 ist geisteskrank. Es sind literally erst 3 Wochen vergangen seit dem Update. Also sind es quasi, wir haben jetzt die 4. Woche sozusagen gestartet und wir haben schon 16 Leute auf Maximallevel. Das ist eigentlich komplett geisteskrank. Ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. 10 davon sind auch einfach auf LaWolf. Alle anderen Server haben nur 1 oder 2 und LaWolf einfach 10. Auch wieder komplett geisteskrank. Und ja, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Aber spricht eigentlich auch Benne darüber. Ich meine, klar, wir hatten noch dieses HP-Drama der Monster. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Die ersten Leute, die auf 190 gelevelt haben, oder vor allem der Erste, der auf 190 gelevelt hat, der hatte das natürlich deutlich leichter, weil vor allem so Hellhound und Tirehass und sowas. Ich weiß gar nicht, ob er Open World gelevelt hat, aber ich gehe mal stark davon aus, weil die XP in der Open World schon echt sehr gut ist. Und ja, ich meine, die hatten das natürlich viel leichter, die Leute, die in der Open World gelevelt haben, versus jetzt, ja, kann man nicht anders sagen. Aber gut, das sind jetzt so Spitzfindigkeiten, die langfristig keine wirklichen Auswirkungen haben, aber wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn das nicht so gewesen wäre, wenn die von Anfang an so viel AP gehabt hätten, bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir jetzt Minimum 690er weniger, weil ich denke, die meisten hätten dann nicht so krass durchgezogen, weil sie sich gefragt hätten, naja, will ich das wirklich? Genau. Ja, und dann, was hat sich so bei den Rankings getan? Also, wir hatten Ringmaster letztes Mal auf 3207, jetzt auf 3225. Achso, Moment, ich kann das auch koppieren. Hold up. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, welches Datum das war. So, ganz vergessen, dass wir diese Funktion hier haben. Genau, also, Ringmaster haben wir jetzt 3225. Letztes Mal hatten wir 2942. Also plus 283. Das ist jetzt natürlich erstmal negativ zu beurteilen, aber naja, das können wir gleich noch drüber quatschen. Logischerweise sieht es dann bei den anderen Klassen natürlich nicht so gut aus. Psykeeper hat aber tatsächlich plus 10, Jester minus 14, Billposter minus 29, Elementor minus 16. Damit hat Elementor auch den Billposter hinter sich gelassen. Die waren letztes Mal ganz knapp aneinander dran. Also wir haben eine Ranking-Veränderung. Blade hat minus 56, Ranger minus 157, Knight minus 21 und, ja gut, Max-Level logischerweise minus 7400. Das heißt eigentlich so die größten Verlierer, Ranger und Blade kann man sagen, und die größten Gewinner, naja gut, oder eigentlich der einzige wirklich Gewinner, alle anderen haben ja Minus gemacht, war jetzt hier tatsächlich Psy. Weil ich sagen würde, Elementor, Jester und selbst Billposter, ich meine, und auch Knight, also minus 20, wenn man jetzt alle 10 Server sich anschaut, ist ziemlich wenig, TBH. Also das ist jetzt nicht wirklich viel. 56 oder auch 157, das sind schon ein bisschen größere Zahlen.
Aber was man daraus wirklich schließen kann, ist natürlich immer schwierig, ja. Ich hätte jetzt einfach gesagt, naja, die Leute, die jetzt aktiv leveln logischerweise auch mit ihrem RM. Und die Leute, die halt nicht aktiv sind momentan und gar nicht leveln und von denen wahrscheinlich auch der RM gar nicht so weit oben war im Ranking, die sind halt stehen geblieben und die ganzen aktiven Leveler sind vorbeigezogen und haben halt aber auch ihren RM mitgenommen, logischerweise. Und so würde ich das jetzt interpretieren. Ich wüsste nicht, was man sonst für eine Interpretation da finden sollte. Ich meine, plus 283 RMs, obviously sind jetzt nicht plötzlich 283 neue Ringmaster-Mains geboren worden aus dem absoluten Nichts, ja. Das wären ungefähr 50 pro Server. Schwachsinn, 30 pro Server knapp. Höchstwahrscheinlich nicht, sondern im Gegenteil, das wird einfach, wie gesagt, an der Aktivität liegen. Deswegen muss man auch wirklich sagen, das ist jetzt natürlich noch relativ früh nach dem Update. Das muss sich alles noch ein bisschen eben legen, ein bisschen setzen. Und interessant wird es dann vor allem, also das ist mir auch noch aufgefallen, was jetzt tatsächlich auch gar nicht so geil ist, dass wir doch noch einige inaktive Server haben oder die inaktiveren in Anführungszeichen, zumindest was jetzt das reine Level-Ranking oder das reine High-Level der Charakter angeht, die verfälschen es jetzt trotzdem immer noch ein bisschen. Da habe ich ehrlich gesagt vor dem Update gar nicht dran gedacht. Und zwar haben wir halt doch einige Server, die hier tatsächlich noch nicht 166 als Entry-Level in Top 1000 haben. Und warum das aber wichtig ist, weil du dann weißt, okay, hier sind jetzt wirklich nur Leute, die innerhalb des letzten Monats aktiv gespielt haben, was man vorher unmöglich jemals hätte sagen können, weil du ja nur 166 sein kannst, wenn du seit dem 27.11. online warst und mindestens eine Mothbee getötet hast und dann halt 166 geworden bist, wenn du bei 99% warst. Und für Mia zum Beispiel kann man das nicht sagen. Hier ist Entry Level 163. Rises, Entry Level 156. Gut, Flarin und der japanische Server sowieso. Also wir haben noch ein paar Server, die hier leider wahrscheinlich noch einige Leichen mit sich rumschleppen. Die müsste man theoretisch auch noch rausknallen. Das können wir auch mal machen. Just for the Lols, wie es dann aussieht. Die Klassenverteilung. Genau, jetzt haben wir nur noch Server, die mindestens 166 sind. Also das heißt, das sind nur noch Leute in den Top 1000 oder nur noch Charakter. Ja klar, da sind immer noch doppelte Charakter drin, keine Frage. Aber hier sind jetzt nur noch Charakter drin, die wirklich innerhalb der letzten 22 Tage online waren und eben mindestens dieses Level-Up auf 166 gemacht haben. Genau. Und dann können wir mal gucken, wie es jetzt aussieht. Jetzt ist das natürlich der Vergleich, der ergibt jetzt natürlich keinen Sinn mehr, ist klar. Dann hätten wir hier, jetzt können wir mal gucken. Achso, habe ich das andere eigentlich schon erwähnt, dass Knight Blade überholt hat? Das habe ich gleich vergessen zu sagen, ne? Knight hat auch Blade überholt, aber nur um ganz wenig. Also auch das muss man auch langfristig beobachten, ob jetzt Knight wirklich insgesamt beliebter sein wird als Blade. Aber genau deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir hier das nochmal angucken mit den auch tatsächlich aktiven Servern. Und tatsächlich ist hier auch Knight vor Blade. Auch wieder nur mit 5, also wirklich extrem knapp. Knight hat 760, Blade hat 755. Aber auch hier ist Knight ganz knapp vorbeigezogen am Blade tatsächlich. Und Ranger tatsächlich, wenn man Rises ausblendet, Rises hat extrem viele Ranger, auch im Vergleich zu Blade, ist auch kaum noch davor. Also die Top 3 beliebtesten Klassen, Ringmaster ausgeklammert, Blade, Knight und Rangers sind fast Break-Even auf den aktivsten Servern. Das ist crazy und ich bin mir ziemlich sicher, das hatten wir so in Fly Universe noch nie. Dass die so nah beieinander sind, das gab's noch nie. 1000% nicht. Das ist crazy. Aber das ist auch richtig gut. Das heißt, eigentlich irgendwo zwischen Balancing und allgemeiner Beliebtheit. Ich meine, allgemeine Beliebtheit, die ja extrem subjektiv ist. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich hasse Psykeeper zum Beispiel, nur als Beispiel, so sehr hasse ich ihn auch nicht, ne? Aber zum Beispiel, dann ist das einfach etwas Subjektives. Und dann kann Psykeeper noch so gut sein, noch so stark sein. Interessiert mich nicht. Ja? Ich spiele ihn einfach nicht. Und das gleiche bei Ranger kann man auch sagen, ja, warum spielst du Ranger? Ist schweineteuer, spiel auch lieber Knight, machst mehr Damage und ist ein bisschen günstiger. Ja, aber manche Leute interessiert es einfach nicht, weil sie unbedingt Ranger spielen wollen. Es ist denen vollkommen egal, ob Knight vielleicht stärker ist oder whatever und stärker und günstiger oder auch Jester jetzt stärker und günstiger. Es interessiert halt keinen, wenn du einfach Ranger zocken willst. Ja, das ist dieses Subjektive. Und trotzdem, ja, obwohl es das schon immer gab und gewisse Klassen schon immer am beliebtesten oder beliebter waren als andere, waren wir noch nie so nah dran an einem guten Balancing. Was wie gesagt nicht heißt, dass das jetzt reines Balancing in-game ist, sondern Balancing aus verschiedenen Faktoren.
Wie stark ist die Klasse in-game? Wie stark ist die Klasse eben subjektiv bei den Spielern? Wie beliebt ist die Klasse generell? Optik spielt da ja auch eine Rolle zum Beispiel. Also ist schon, ja, sehr interessant. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Also das heißt, hier wäre jetzt Ranger Platz 1, Knight Platz 2, Blade Platz 3. Dann, also Ringmaster ist Platz 1, aber ihr wisst, was ich meine. Dann wäre Psykeeper auf der 4, Elemente auf der 5, knapp dahinter. Dann etwas weiter ab vom Schuss wäre hier Billposter und ganz hinten wäre jetzt gedacht immer noch der Jester. Also eigentlich nur geringfügige Änderungen. In dem Fall wäre jetzt Psykeeper tatsächlich über dem Elementor. Dreckige Elementor-Hater. Aber auch extrem nah beieinander. Und der Einzige, der wie immer sehr weit ab vom Schuss ist und gar keine Chance hat, irgendwo mitzuhalten, ist Jester. Aber auch Billposter ist hier schon ziemlich weit hinten. Also nochmal knapp 50 hinterm Elementor. Ist natürlich auch schon ziemlich wenig. Und ich finde, das deckt sich auch mit dem, was man so sieht. Also ich finde, man sieht schon sehr wenige Billposter im PvE. Also ich denke, Billposter, die Klasse an sich, wird schon extrem gecarried von PvP, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, wenn Billposter im PvP richtig unbeliebt oder richtig trash wäre, dann wäre er wirklich auf dem Niveau vom Jester. Also ich sehe echt nicht viele reine PvE-Billposter. Da siehst du, naja, Jester jetzt auch nicht wirklich so viel mehr, aber auf jeden Fall siehst du alles andere mehr als Billposter und Jester letztendlich. Und das zeichnet sich hier definitiv auch ab. Genau. Aber ja, es sind schon mal so erste interessante Auszüge aus diesem Ranking jetzt nach dem Update. Und ja, wir werden das natürlich beobachten, weiterhin monatlich auf jeden Fall. Und mal gucken, wer sich vielleicht so bis zum FEC, so ein knappes halbes Jahr wahrscheinlich noch, oder auch nicht, je nachdem, keine Ahnung, was Scala als nächstes für einen Curveball wirft, den kein Mensch vorhersehen kann. Aber vermutlich wird es noch ein paar Monate dauern bis zum Ende, also safe wird es noch ein bisschen dauern. Und bis dahin, ja, ob sich bis dahin eine klare Nummer 1 kristallisiert. Also wir können jetzt nochmal alles andere einblenden, aber das müsste dann eigentlich fast identisch sein. Ich glaube, hier ist jetzt Elementor vor, genau, hier ist jetzt Elementor vor Psy wieder, wenn man alle Server einblendet. Billposter hat, ich weiß nicht, gibt es so viele Billposter-Leichen? Ja gut, der Flarin-Server hat tatsächlich relativ viele Billposter tatsächlich. Okay, interessant. Ja, aber eigentlich ändert sich kaum was. Also wie gesagt, hier auch Blade und Knight sind extrem nah beieinander. Hier ist der Ranger noch ein bisschen deutlich weiter vorne. Ja, aber deswegen wird es sehr interessant. Super wichtig oder super interessant wäre es halt noch, wenn alle auf 166 leveln würden, alle Server. Aber genau daran erkennt man ja, dass manche Server eben nicht so aktiv sind wie andere. Zumindest was das Leveln angeht, indem sie es eben noch nicht geschafft haben, auf 166 mindestens 1000 Charakter zu leveln. Aber wird nur eine Frage der Zeit sein. Ich denke, bis zum nächsten Ranking wird es auf jeden Fall nochmal ein XP-Event geben. Weil um die Weihnachts- und Neujahreszeit machen sie sehr gerne XP-Events. Und bis dahin könnten auf jeden Fall Mia, vielleicht Rises, ja gut, und die anderen beiden auf keinen Fall. Und die 166 noch erreichen und noch ein paar Inaktive rausschmeißen, damit wir vielleicht auch ein etwas klareres Bild bekommen. Genau. Und ja, das war's mit dem Ranking. Ich sage auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen und würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und schaut auch gerne täglich in den Livestream. Links dazu in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.